99.999 € statt 123.999. Wir sind bei Massahaus, 5 Zimmer, Küche, Bad. Unglaublich. Und ja, wir haben einen Spezialisten hier. Du bist der Philipp? Ja, hallo. Ja, ich grüße dich, Philipp. Du warst mal Kfz-Mechatroniker, hast die Ausbildung gemacht, stehst aber jetzt hier, ich zeig's mal gerade, mit einer grünen Krawatte hier, mit allem drum und dran und stehst zu 100% in der Massa. Ganz genau, grünes Blut. Warum? Das hat mit dem alten Job auch ein bisschen zu tun. So, das Thema ist, wenn ich was mache, dann beim Marktführer und dann will ich es richtig machen. Und dann war für mich klar, es geht eigentlich nur bei Massa. So, ihr habt oft zu kämpfen, dass die Wettbewerber sagen, ja, Massa, günstige Preise, aber ich habe mir eben ein paar Sachen angeguckt, das sieht gut aus. Richtig, die Preis-Leistung zählt. Ja, das ist ganz wichtig. So, Ja. hier ist jemand. Ich muss sagen, das ist jetzt wahrscheinlich eines der besten Pferde in deinem Stall, das du hast. Du bist die Vertriebsleiterin hier? Korrekt, ich bin die Vertriebsleitung am Standort in Mannheim und wirklich sehr stolz auf den Philipp, der in meinem Team dabei ist. Er kriegt bald ein Kind, er ist noch recht jung, 26. Ja. Viele sind ja so, ich sag mal, ganz alte Hasen, die mit dabei sind. Du machst das wie lange schon? Ich bin jetzt seit 25 Jahren bei Massa. Echt? Ja. Das heißt, du hast mit 12 angefangen? Unwesentlich drüber. So, du hast auch ein Kind? Ja. So, das ist wichtig. Viele Familien kommen, also viele Ältere kommen auch, sagen, mein Haus ist zu groß geworden, ich will mal was Neues bauen, wollen auch nicht renovieren. Renovierungskosten oft so teuer, da kann man neu bauen. Ne? Korrekt, ja. Viele kommen wirklich als junge Familie, die sich einfach vergrößern, erweitern müssen. Wir haben aber auch sehr viele Leute, die sehr groß gebaut haben wegen der Familie, sich jetzt eben wieder in Richtung Bungalow verkleinern wollen. Sag mal, viele gehen auch hin und die verkaufen ihr jetziges Haus. Die Preise für Gebrauchthäuser sind sensationell hoch, gönnen sich dann was ganz Neues, was sie komplett planen können. Inwieweit geht ihr denn, wie tief geht ihr denn rein? Kriege ich zum Beispiel auch den Kleiderschrank von euch begehbar? Wir planen komplett individuell für die Kunden. Alles, komplett. Also ihr habt nicht das Haus XY, das sind immer Beispiele, wenn ich hier das sehe, zum Beispiel 99.999. Das ist ein richtiges Haus, da ist das Dach dabei? Korrekt, das ist außen komplett fix und fertig. Die Innenwandeinteilung ist nur ein Vorschlag, inklusive Planungsleistung. Architekt plant das dann individuell um für die eigenen Bedürfnisse. So, und jetzt zeige ich mir gerade, du hast ganz schön geguckt, die neuen, aber das ist ja... Da habe ich überlegt, so, okay, da könnte ich vielleicht sogar das Startkapital haben. Muss fairerweise sagen, du hast einen kleinen Geldkoffer dabei, da sind genau 99.999 € drin. Da kommt ja noch was dazu. Ich meine, der Transport ist jetzt dabei mit allem drum und dran. So einziehen könnte sie, aber da fehlt die Heizung zum Beispiel. Das wäre jetzt so das Zeltfeeling, wenn man das so lassen würde. Nein, es kommt natürlich die Technik, der komplette Innenausbau noch hinzu. Das kann man dann selber machen. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel ein Jahr, 2 Zeit habe, kann ich das mit dem Kumpel selber machen oder wenn ich schneller bin. Ich kann mir auch Handwerker nach und nach holen. Korrekt, man kann das selbst organisieren. Wie wäre es jetzt, wenn man sagt, man lässt doch alles von euch machen, bis es schlüsselfertig ist? Was muss man da noch drauflegen? Das ist von ganz vielen Faktoren abhängig, welche Technik da reinkommt, ob Bodenplatte oder Keller. Muss man individuell rechnen. Okay. Das heißt, also es ist ja ganz oft, dass die Bodenplatte schon mal da ist. Bei euch zum Beispiel hier im Musterhauszentrum. Ja. Das heißt, ihr plant jetzt, ich sag mal, das Haus komplett neu zum Beispiel, wenn ihr ein neues Haus baut. Wird das gleich gemacht? Die Bodenplatte kommt neu? Macht Sinn, auf jeden Fall die Bodenplatte neu zu machen, ja. Das ist so. Bodenplatte, es gibt immer weniger Keller, ist das richtig? Richtig, der Trend geht weg vom Keller, ja. Warum? Ja, die Kosten für den Erdaushub, die Entsorgung für die Erde ist schon gut gestiegen und einfach die Platzgründe. Mittlerweile mit dem Speicher auf dem Dach. Also ich kann den Wohnraum darstellen oder ich mache das Haus einen Tick größer. Lieber und spare mir den Keller und habe da die gleiche Kosten oder sogar spare mir noch Geld, obwohl ich das Haus größer mache und das ohne Keller. Du hast jetzt auch angesprochen, irgendwie 2 Personen oder man will sich verkleinern dann wieder. Ist es dann eine Alternative zu einer Wohnung wirklich, wo man dann sagt, also auch preislich gesehen? Ja, definitiv. Okay. Also Wohnungen im Ballungszentren habe ich gesehen, Quadratmeterpreise unglaublich. Ist so, gut, man baut ein Grundstück. Habt ihr das schon mal, dass Leute sagen, ich habe ein Doppelgrundstück und baue mir hinten ein kleineres Haus und verkaufe vorne das vordere? Sehr oft, dass jetzt mittlerweile die Bebauung in 2. Reihe angehen. Die Ortskernverdichtung ist ein ganz großes Thema, auch bei den Gemeinden mittlerweile. Das ist auch erlaubt teilweise? Ja, sogar gewünscht. So, ich zeige das mal gerade. Wenn ihr mal gerade mitkommt mit mir nach hinten, dass wir das schöne Haus mal zeigen. Philipp, du hast zu mir gesagt, da haben sie mir ein Musterhaus hingestellt, das nicht so abgespaced ist, sondern das Haus kann man richtig schön verkaufen. Es ist groß, es ist nagelneu im Vergleich zu vielen anderen hier auf dem Gelände. Ja, richtig. Ich sag mal, als ein schönerer Arbeitsplatz kann man sich nicht vorstellen. Wenn man sagt, ich arbeite da, wo andere drin wohnen,
Das macht schon viel her, ja. Und dann schön schlicht kalte, nichts mit Firlefanz. Was krass ist, ihr habt mir eben gesagt, ihr verkauft teilweise Häuser schneller als Küchen und Bäder. Richtig. Denn Kunden kommen rein, sagen, will ich haben. Ist das auch dem geschuldet, dass das ein bisschen unsicher ist, wie sich die Zinsen entwickeln werden? Auch das, wo auch die Finanzierer bei uns sagen, also die Wartezeit, wo man sagt, ich zögere es noch ein bisschen raus, ich warte vielleicht noch mal 1-2 Wochen, das kann dann schon mal auf der Rate ein bisschen auswirken. Da sagt ich, doch schnell zu entscheiden, macht da wirklich Sinn. Zinsen liegen im Moment bei 10 Jahren? So bei, ja, je nachdem wie viel Eigenkapital man mit reinbringt, so zwischen 4,5%. Es geht ja noch, muss ich sagen. Du bist schon lange dabei. Das war schon mal wesentlich höher. Definitiv. Wo lagen wir mal? Gestartet habe ich damals, da lagen wir bei weit über 8%. Da liegt mal 8%. Jetzt, gut, damals waren die Häuser ein bisschen billiger. 200.000 mal 2 sind 16.000 Euro Zinsen im Jahr. Allein nur Zinsen. Richtig, ja. So, da haben die Leute ein bisschen mehr abgezahlt. Die Mentalität, mir was Neues zu bauen in den letzten 2-3 Jahren, das waren ja Boomjahre für euch. Das heißt, also ihr habt viele Häuser verkauft? Richtig, genau. Das war das Thema Homeoffice, alle müssen daheim bleiben, auch die Kinder oder von der Schule war dann alles daheim. Die Leute hatten Zeit, oder? Richtig, und halt auch waren schon zu wenig Platz. Da waren halt die Kinder daheim und muss man dann schauen, okay, wo kriege ich jetzt alles unter? Ich muss Homeoffice machen, aber die Kinder müssen für die Schule lernen. Da war einfach die Räumlichkeit nicht mehr da. Und dann war das Thema, ja, ich brauche Homeoffice, ich brauche Büro für daheim oder auch mit den Nachbarn. Wenn man wohl sieht, okay, den ganzen Tag, die Nachbarschaft ist alle da, Kinder spielen dann mal daheim, wird auch ein bisschen lauter. Aber hier den ganzen Haufen habt ihr in 2 Tagen hier hingestellt. Richtig, 48 Stunden Aufbauzeit. Wie geht denn das? Ihr kommt hier vorbei und dann sind da irgendwie 2 Leute, 5 Kräne oder wie läuft das? Nee, also so ein Stelltrupp, der sind so zwischen 4 und 5 Leute, ein Kran noch mit dabei. Das war's? Ja. Und die bauen das Haus? Genau. So, das ganze Haus wird in einem kontrollierten, ich sag mal, Bereich gebaut. Das ist, ich sag mal, auch entsprechend die Feuchtigkeit ist kontrolliert. Alles ist kontrolliert, das Holz ist getrocknet. Das ist ein Fachwerkhaus, oder? Korrekt, das ist im Grunde genommen vergleichbar mit dem Fachwerkhaus. Ist natürlich alles unter dem Siegel der Nachhaltigkeit. Und das wird demnächst belohnt. Ja, es gibt eine Förderung für Nachhaltigkeit. Habt ihr da große Probleme, dem nachzukommen? Was denkst du? Nö, das nicht. Es ist jetzt noch nicht ganz absehbar, welche Forderungen genau gestellt werden. Das müssen wir jetzt halt noch ein bisschen abwarten, bis die genauen Maßgaben raus sind. Schauen wir mal. Wenn das Haus aufgebaut wird, sind dann auch schon die Innenwände und so weiter. Also was ist da, steht dann wirklich schon? Was muss da noch gemacht werden? Danach müsst dann Heizung und die Elektrik kommt noch mit rein. Dann wird der Trockenbau gemacht, kommt Estrich noch dazu. Wie lange? Je nachdem, wenn man es selbst macht, ist klar, wie viel Zeit man dafür hat. Aber wenn dann von uns der Stelltrupp das noch dann mitmacht, so zwischen 2 und 3 Monate. So, das heißt, ich kriege das Haus einzugsfertig, wenn ich das will. Ja. Von euch. Also mit Schlüssel, Schloss, wenn ich es will. Richtig. Geh rein, kann duschen. Ja. Echt? Ja. So. Ich bin am falschen Haus, sagt er da vorne. Wir sind am Haus vom Wasserhaus. Ich grüße euch. So, jetzt mal eine Frage, was ist denn da jetzt für ein Heizsystem drin? Weil ich hab erfahren, dass, ich sag mal, das Thema Heizung ist ein großes Thema. Leute haben immer Angst. Wir werden gleich mal reingucken. Ja. Du hast da eine Raumhöhe teilweise von 6-7 Metern hier drin und da kommt direkt, das muss ja noch beheizt werden. Das ist heute nicht mehr das große Thema, ne? Richtig, genau. Wir haben jetzt hier von Boderos eine Luftwasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung auf beide Etagen, kontrollierte BNN-Lüftungsanlage mit dabei. Die kann das auf jeden Fall ganz entspannt beheizen. Wenn das Haus direkt so geplant ist und so dicht ist wie das Haus hier, ja, dann ist das auch kein Problem mit den Stromkosten. Also ich glaube, die meisten, die so gestöhnt haben über den Austausch, Luft-Wärmepumpen und so weiter, die haben das in Häuser eingebaut, die gar nicht dafür gedacht waren, oder? Richtig, genau. Hier kommt darauf an, auf die Gebäudehülle natürlich. Wenn ich sage, ich habe jetzt ein ganz altes Stein-auf-Stein-Haus zum Beispiel, dann macht es mit der Wärmepumpe eher weniger Sinn. Im Neubau auf jeden Fall. Der Trend geht natürlich weg von allem anderen. Aktuell ist wirklich das Thema Luftwasser-Wärmepumpe so das Effizienteste, was man vom Markt aktuell so hat. So, hier ist jetzt eine ganz schöne, ja, so ein Punkt, wo ich reingehen kann im Sommer. Hier könnt ihr auch arbeiten. Hier wurde wahrscheinlich das eine oder andere Geschäft schon abgeschlossen hier draußen. Richtig, genau. Ja. Oder auch mal zwischen den Termine, wo man dann mit der Mannschaft draußen sitzt, noch einen Kaffee trinkt, über ein paar neue Projekte spricht und so. Das bietet sich immer gut an hier drauf. Alter vom Haus jetzt? So ungefähr 5,5 Jahre. Guck mal hier, also man sieht, wie sich der Boden zum Beispiel entwickelt, wie sich das Holz entwickelt. All das ist zu sehen. Das heißt, also ihr spielt mit ganz offenen Karten. Richtig, genau. Wir brauchen ja nichts verstecken. Die Transparenz und Ehrlichkeit ist uns da ganz wichtig. Es geht natürlich um ein bisschen was. Das ist die größte Entscheidung vom Leben, wo man eigentlich so trifft als werdender Bauherr. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da transparent und ehrlich miteinander arbeitet. Ja, es war bisher das Wohnmobil. Wenn du guckst, Wohnmobile 300.000 €, da gibt es schon Häuser für. Richtig, genau. Klar wäre jetzt gleich, die Häuser können dann zwar noch nicht fahren, aber vielleicht ist das auch irgendwann möglich. Ist denn hier jetzt draußen, was man hier sieht, dieses ganze System?
Oder habt ihr auch innen noch was verbaut? Genau, innen drin ist auch noch der ganze Warmwasserspeicher und der Wechselrichter ist mit drin. Hier draußen ist jetzt einfach so die Ansaugung für die Frischluft in der Lüftung. Genau. So, das heißt, ich brauche hier nicht zu lüften bei dem Haus. Sie müssten nicht lüften, aber das Gute ist, wir dürfen noch lüften. Okay. Ich zeige es mal gerade, wo wir da mal kurz gucken. Das heißt, ich muss nicht lüften. Ich kann lüften, wenn ich das habe. Genau, richtig. Auch entsprechend, das wird alles reguliert, die Feuchtigkeit. Genau, richtig. Man kann das aussuchen, wie viel Raumtemperatur möchte ich haben. Oder wenn jetzt mal abends mehr Gäste kommen, dann drehe ich die Lüftungsanlage ein bisschen höher. Das ist alles kein Problem. Ein Kaminofen, ist das möglich? Ja, haben wir hier im Haus. Habt ihr drin? Ja. So, das heißt, da muss man allerdings aufpassen, wenn man den anwirft, kann es schon mal warm werden, oder? Ja, schön wohlige Wärme gibt es dann, ja. Ja, aber das ist natürlich, die Hülle ist recht dicht. Also man darf sich da nicht vertun. Man sollte jetzt keinen holen mit 15, 20, 25 kW, sondern da lang ein kleiner, oder? Genau, das soll auch nicht als Wärmeunterstützung dienen, sondern es ist eher so abends auf der Couch, Glas Wein, schöne Film und so. Das genau, richtig. Das Holz, so ein bisschen knistert, die Flamme, das soll einfach so als Gimmick sein. Ist schön anzusehen, aber es ist nicht als Heizunterstützung gedacht. Ja, ihr habt das Glück, ihr habt ja ein relativ neues Haus. Ihr habt in ganz Deutschland die Musterhäuser stehen. Rund 40 Stück habt ihr stehen, also roundabout. Ja. Alle Typen oder baut ihr immer das gleiche Haus? Nein, wir haben ganz verschiedene Haustypen in den Regionen stehen. Je nachdem, was halt in der Region auch eher gewünscht ist. Entsprechend werden die Häuser auch rausgesucht. So, wir gehen mal kurz nebenan. Da ist schon der Nachbar. Ja. Der hat jetzt einen anderen Stil dabei. Du hast zu mir gesagt, du kannst, egal welches Haus du hier hinstellst, ist es immer das Falsche. Weil der Kunde sagt dann, oh, das Haus hier, das will ich nicht kaufen. Die bauen hier eine große Häusermasse, richtig? Wir bauen alles Mögliche, von klein bis groß, alles dabei. Das spielt keine Rolle. So die Wohnfläche üppig, oder hier? Genau, wir haben hier 228 Quadratmeter Wohnfläche auf beide Etagen mit einem hohen Kniestock drin. Preis hier, wie es hier steht, fertig? Oh, gut, das ist auch wieder 5,5 Jahre alt. Sagen wir mal, mit Innenausstattung und roundabout so zwischen 600 und 650. Also ein richtig schönes, großes Haus. Ja. Für Personen? 4? 4 auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir bei uns jetzt 2 Büros haben, könnte man hier auch auf jeden Fall mit 3 bis 4 Kindern sogar ganz gut unterkommen. So, komm, wir gehen mal vorne rein. Da ist die Haustür. Anzahl der Häuser, die ihr baut im Jahr ungefähr? So zwischen 1900 und ein bisschen über 2000 bauen wir im Jahr. 2000 Häuser? Ja, also letztes Jahr haben wir 2068 Häuser aufgebaut. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. So, das waren ja Boomjahre. Hier ist noch eine Klimaanlage drin. Genau. Die gilt nur zum Kühlen? Oder? Genau, ist als Teilklimatisierung gedacht, einfach für den Sommer. Jetzt hatte man letztes Jahr mal 40 Grad, dass man dann doch wenn man reinkommt, hat dann so gemütliche 22 Grad. Da lässt sich dann gut aushalten. Das ist natürlich richtig cool. Das heißt, wenn das Haus so dicht ist, dann kann man auch mit einer kleineren Klimaanlage auskommen. Du musst da nicht gegen die Sonne ankämpfen. Genau. Aktive Beschattung ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Dass wenn jemand sagt, er ist auf der Südseite, hat Riesenfenster, dass man daran denkt, das liefert ihr alles. Genau, wir haben jetzt bei uns hier die Terrasse als Dachabschleppung überdacht. Haben wir auch das große Fenster vom Wohnraum, haben wir damit mit guter Shutter ausgestattet. Genau. Das Problem ist, ihr müsst ja selbst drin leben. Ja, das ist so. Ja. Man kann es auch nachrüsten. Das war schon direkt drin oder habt ihr das nachgerüstet? Ne, das war schon direkt drin. War direkt drin, habt ihr geplant. So, eine LG-Inverter, mit der könnte man noch heizen im Notfall. Das heißt, sollte die Heizung jemals kaputt gehen, kann man mit anmachen, geht. Kann man umstellen, genau. So, die geht aber leider nicht kaputt. Also ich habe gehört, dass die normalen Wärmepumpen sind sehr zuverlässig, oder? Sehr, auf jeden Fall, genau. Das ist alles schön ausgereift. Hier ist der Eingangsbereich. Ja. Auch das kriege ich von euch, wenn ich das will? Genau, richtig. Hauseingangsüberdachung. Mittlerweile kann ich auch den Briefkasten hier in die Wand integrieren. Ist alles möglich, genau. Hier gibt es verschiedene Größen mit einer Wandscheibe wie jetzt hier oder mit 2. Oder ich führe es weiter als Carport. Das Blöde ist, dass es gibt die Häuser nur in grün. Nein, die gibt es auch in aller anderer Farbe. So, das war jetzt Zufall. Das ist natürlich die Firmenfarbe, die ihr habt, ja. Grün angestrichen. Habt ihr da irgendwas gemacht dran in den letzten 5 Jahren außen? Habt ihr das nochmal neu angestrichen? Nee. Innen drin wurde jetzt einmal gestrichen. Klar, weil ein hoher Publikumsverkehr da ist, aber außen ist noch original. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier an, ich sag mal, Wochenenden los ist. Wir drehen heute an einem Tag, der Park ist geschlossen. Wir hatten extra einen Schlüssel bekommen. Nicht, dass ihr euch wundert und sagt, die haben ja nichts zu tun. Hier ist die Hölle in Dosen, oder? Manchmal. Ja, also manchmal sind wir ganz froh, dass dann doch 3, 4 Berater gleichzeitig da sind, dass wir, wenn 3, 4 Familien auf einmal reinkommen, dass dann halt wirklich jeder bedient werden kann. Richtig, dass wir auf jede Bedürfnisse eingehen können. Ich guck mal gerade, das Raumgefühl hier drin, üppig. Gigantisch, mit dem breiten Flur, die hohe Decke, ist schon sehr einladend. So, und da hat Simone direkt was gesagt. Ich hätte mir nicht so einen breiten Flur gebaut.
Wäre mir zu groß. Aber du hast mich ja korrigiert, weil ich dann gesagt habe, ja, das ist auch mit den Heizkosten so, aber das ist ja nicht das Problem. Du hast direkt an die Heizkosten gedacht. Das ist hier nicht mehr so. Das Haus ist extrem gut gedämmt, oder? Korrekt. Ja, es gibt neue Normen, die gab es jetzt schon. Ihr habt aber ein besonderes System, was es sehr einfach macht zu dämmen. Ihr habt quasi Wandstärken, die relativ stark sind, aber das Thema Holz und ich sag mal die Dämmstoffe, die machen es einfach. Das ist ein komplett einfaches System, die Dämmung von innen nur noch zu verarbeiten. Dann die Platten drauf. Geht relativ einfach. Man braucht keine spezielle Ausbildung oder Kenntnis dafür. Eine Ausbauberatung gibt es auch noch dazu. Wenn ich jetzt selbst irgendwas bauen möchte, dazu, oder? Also ich baue jetzt innen selber, geht das? Das heißt, ich kann sagen, ich krieg's als Rohbau, wie du eben gesagt hast, die 99.000? 80% meiner Kunden machen den Innenausbau wirklich in Eigenleistung. Die lassen nur die Technik verbauen, den Rest machen sie selbst. Glaub mir, du willst meinen Ausbau nicht haben. Ich hab zwei linke Hände. Ankommen lassen. Will ich drauf ankommen lassen, so. So, und das ist so ein typischer Technikraum, da könnte man drin frühstücken. Also das ist nicht mehr der Ölkeller wie früher, oder? Richtig, genau. Gut, bei uns ist es hier ein Tick größer, weil man halt noch für uns große Drucker mit rein, der Serverraum mit dabei. Also im Prinzip, man könnte es kleiner machen, oder? Man könnte es auch kleiner gestalten, genau. Also EDV ist hier mit drin. Stromkasten darf ich den mal sehen. Habt ihr den selber gebaut, oder? Ja, kann man gerne reingucken. Ja, mach mal. Also der wäre dabei bei dem Haus? Genau, richtig. So, also ganz normal, wie man es kennt, da gibt es ja Normen, Vorschriften. Ihr habt wahrscheinlich Elektriker oder machen das? Genau, bei uns haben wir dann die Elektrik, das dann alles. Ist ja klar. Brauchen wir natürlich, richtig, genau. Jetzt haben wir hier natürlich noch die Kombination mit dem Hauskraftwerk, wo alles dann drüber läuft, wo Anschluss ist. Ach, ein aktiver Stromspeicher. Das heißt, du kannst die Solarenergie zwischenspeichern. Richtig. Der hat was hat der für eine Kapazität? 6,5 Kilowattstunden. 6,5. Das heißt also, man könnte die Familie, jetzt überlege ich mal gerade, man kann damit waschen, die Spülmaschine betreiben. Genau. Bei einem hohen Solarstrom habe ich keine Entnahme mehr aus dem Stromnetz. Ja, Kaum. Genau, richtig. Je nachdem, wie man das dann natürlich timet, natürlich abends, wenn dann die Sonne weggeht und ich habe dann Herd, Backofen an, Waschmaschine, Trockner und alles drum und dran, dann hole ich mal wieder aus dem Netz. Man sieht ja genau, wie viel Grad von der Sonne kommt, wie viel ins Netz reingespeist wird, wenn mehr von der Sonne kommt, wie das Haus abruft. Genau. Oder wir haben jetzt fast 2 kW gehen rein. Ja. Wir haben Winter. Richtig. Genau, aber für die Paneele ist generell kühle Temperatur umso besser. Das ist nur mit UV-Strahlung, gell? Nicht Genau, mit viel Sonne oder nicht mit Wärme in Genau, also es reicht wirklich rein nur von der Sonnenstrahle. Genau. So, das heißt, das Haus selber, 1,8 kW gehen gerade rein. Vom Stromnetz wird 0 Watt entnommen, 2 Watt gerade. 447 Watt werden noch gepuffert, der Rest wird gerade aktuell verbraucht, richtig? Genau, richtig, ja. Das heißt, ich kann mir Strom selber machen. Ja, richtig. Das ist optimal aktuell, gerade zu der aktuellen Wie Stromkosten. funktioniert das jetzt genau mit der Heizung? Also wir haben dann Fußbodenheizung und die Luftwärme, richtig? Genau. Okay. Genau, hier habe ich nochmal kontrollierte B- und Entlüftung, sieht man hier. Das war zu schnell. Kontrollierte B- und Entlüftung. Ganz Genau. wichtiges Thema. Ja. Ich muss keine Fenster mehr kippen, öffnen. Richtig, genau. Ich habe in jedem Raum eine Frischluftzufuhr, dann habe ich im Flur, in der Küche und im Bad eine Abluft. Sind da Filter drin, wenn ich solche Pollenprobleme habe? Ja, Filter haben wir hier oben drin. Da. Kann man einmal zeigen. So, die kann ich selbst tauschen, die Filter? Wie Genau. läuft das? Hier Wenn raus, mir das mal zeigst, mal gerade so ein Filter. Plus kommen wir auf die Seite. So, das heißt, es gibt einen Wartungsplan, da kann ich die Filter rausnehmen, Genau. tausche die Filter, das ist alles, was ich selber machen muss. Genau. Ist das nicht genial mit diesen Pollenproblematik? Leiden ja viele drunter, oder? Mega. So, dann tausche ich den aus. Steht da wieder hier drauf, das ist außen, wo ich dran ziehen kann. Das war's. Genau. Dann hier rein. Und da kommen keine Pollen durch. Korrekt. Boah, ist das geil. Für jeden Allergiker ein Mecker. So, dann hast du die B- und Entlüftung. Das Besondere bei dem System ist, da ist drin ein Wärmetauscher, so viel habe ich gelernt. Das heißt, da wird nicht die warme Luft jetzt rausgeschickt, sondern die wird zuvor ausgetauscht. Genau, richtig. Die wird auch wieder mit unterstützt für die Heizung. Genau. Es geht da wenig verloren, kann man sagen. Ja, das ist der Wirkungsgrad ist nicht bei 100%, aber sagen wir bei so 80, 85%. Das ist viel. Also wenn du Sehr überlegst, viel, ja. das Fenster mal öffnen für eine halbe Stunde, das Ja. kostet richtig Energie. Auf jeden Fall. Und es ist nicht stickig. Ihr seid hier mit 8 Personen drin, Richtig. Kunden noch ohne Ende. Wie ist die Luft hier drin? Sehr angenehm. Also weil halt die Lüftung oder die Luft wird immer wieder ausgetauscht. Also sehr angenehmes Raumgefühl hier. So, und das ist jetzt fast neuester Stand, das Haus, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also Stromspeicher ist mit drin. 2017, 18 war ja der Stromspeicher noch nicht Standard. Das ist ja heute erst so in den letzten 2, 3 Jahren. Die Lithiumzellen werden immer billiger. Die kommen. Das ist schon das, was sich viele wünschen, oder? Den Strom selber machen. Da war der Strom ja noch billig. Da war er noch billig, trotzdem vorausschauend planen macht immer Sinn.
So, und das ist das warme Wasser. Auch das wird gemacht mit der Wärmepumpe, oder? Genau, richtig. Warmwasserspeicher für die Fußbodenheizung und auch für, wenn man in die Badewanne möchte oder für die Dusche. Genau. Kannst du das kurz erklären, wie das Ganze funktioniert? Also wir haben es jetzt schon mal in einem anderen Haus auch gesehen, aber für die, die jetzt erst dazukommen, wie funktioniert das? Die Heizung ist auf Strombasis, dadurch wird dann im Durchlauferhitzer das Warmwasser erhitzt. Vorlauftemperatur kann ich mal gucken, das sieht man jetzt hier bei Da ist aber jetzt nicht 46,5 Grad wird die Vorlauftemperatur. ein Heizstab ist da nicht drin. Das ist eine Wärmepumpe, die dahinter steckt. Ja, richtig. So, das heißt, die ist ungefähr 3 bis 4 Mal so effizient wie ein Heizstab. Auf jeden Fall. Ja. Also nicht, dass die Leute denken, da wäre jetzt ein Heizstab drin. Die Häuser, die jetzt gebaut werden sind, also ich habe es ja eben schon erwähnt, weil viele Angst haben vor der reinen Stromheizung, die sind darauf komplett konzipiert. Genau, sind alle darauf ausgelegt, eigentlich auf Wärmepumpe zu laufen. Genau. Wärmepumpe? Müsst ihr mir auch erklären. Wärmepumpe ist ein System, bei dem eine Kühlflüssigkeit von außen komprimiert wird, wie ein Kühlschrank, bloß umgekehrt. Das heißt also, draußen hast du praktisch eine warme Temperatur. Die funktioniert umso effizienter, je wärmer es draußen ist. Wenn du natürlich jetzt 0 Grad hast, dann geht das vielleicht noch. Irgendwann mal bei minus 10 Grad muss die mehr arbeiten, um die Wärme zu komprimieren. Und die leitet dann die Wärme, die sie komprimiert hat. Du musst dir vorstellen, der Kühlschrank macht ja kalt innen und wird außen warm. Vielleicht ist das mal aufgefallen. Also da gibt es so Kühlrippen mit allem drum und dran. Umgekehrt. Und dadurch, dass der das mit Strom macht, da ist ein Motor, der diese Kühlflüssigkeit komprimiert. Dadurch wird es so effizient. So, und das Ganze gibt es jetzt in einer ganz neuen Technik, ist gerade in der Erprobung noch 10-mal so effizient, habe ich gehört. Kommt in den nächsten 10 Jahren irgendwann mal auf den Markt und dann kann man die Wärmeenergie von draußen noch viel effizienter nutzen, also ohne Motor sogar, mit einem ganz neuen Effekt, einen Spezialmagneten, der sich dreht. Also die haben eine Technik entwickelt, bei dem ein Magnet hin und her wackelt. Okay. Ja, und das brummt auch nicht. Innen drin so laut wie ein Düsenflugzeug, außen nicht zu hören. Also das ist eine ganz neue Technik, ist aber noch in der Erprobung. Also da ist einiges zu kommen und ich glaube, die gesetzlichen Voraussetzungen, die haben dafür gesorgt, dass es so ist, oder? Richtig, genau. Einfach muss alles effizienter werden. CO2 ist halt ein ganz großes Thema. Am Anfang haben die Leute ziemlich gestöhnt, weil alles so teuer war. Aber jetzt, du siehst ja an dem Haus hier, jetzt sind alle froh auf einmal. Oder? Auf jeden Fall, richtig. Wenn man halt sagt, okay, gleich investieren wir am Anfang mal ein bisschen mehr, dafür habe ich auf lange Hinsicht meine Geldeinsparung durch den eigenen Strom. Das macht schon Sinn. Kann ich überhaupt noch ein Haus bauen mit Ölheizung? Geht das technisch? Also wir dürfen es sogar nicht mehr anbieten. Bitte? Wir dürfen es so nicht mehr anbieten. Echt? Ja. Wieso? Nachhaltigkeitsgründe. Also Ölheizung passé. Gas, geht das noch? Wir bieten so eigentlich nicht mehr an. Also bei euch ist die Luftwärmepumpe Der das Trend Thema. geht halt ganz weg vom Gas, genau, rein auf die Wärmepumpe. So, komm, wir gehen mal hier raus. Ich habe eben schon gesagt beim anderen Video, der Raum ist nicht der schönste, den ihr habt. Ja. Es geht ja um das Haus, aber ein wichtiges Thema ist, glaube ich, das Thema Kosten im Betrieb, oder? Bei den Leuten. Ja. Dass sie sagen, Betriebskosten, was habe ich davon? Der Wiederverkaufswert wird natürlich geboostet, wenn da so eine Anlage drin ist. Absolut. Ja. Die ganzen Bewirtschaftungskosten, das ist ein Riesenthema. So. Die Raumhöhe hier, krass, oder? Ja, sehr angenehm. Und das geht jetzt, weil die Heizkosten nicht mehr so hoch sind. Das heißt, Das und weil halt die Heizungsanlage sehr effizient ist. so, das heißt, ihr könnt die Räume komplett offen lassen. Früher war das ja so, Kind macht die Tür zu. Genau. Klar, die sollte man jetzt auch zumachen, aber es ist nicht mehr so schlimm. Ja, die Haustür schon, aber generell kann man mit offenen Räumen arbeiten. Man kann auch mit so einer Galerie, mit einem Luftraum arbeiten. Die Raumhöhe spielt eigentlich keine wirkliche Rolle mehr. Also zumindest nicht für die Energiekosten. Es ist nicht unten warm und oben kalt oder umgekehrt, sondern die Luft wird dauernd zirkuliert, ausgetauscht. Korrekt. Die Luft zirkuliert permanent durch die kontrollierte BN-Entlüftung. Das heißt, es ist eine dauerhafte Raumzirkulation da. Die Luft wird eben im Raum gewälzt. So entsteht diese Thermik erst gar nicht. Unten kalt, oben warm. Durch das Luft, Wälzen. feuchte Schimmel gibt es auch nicht mehr. Durch das kontrollierte BN-Entlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung definitiv passé. Okay. Das heißt natürlich super auch für Vermieter, die, ich sag mal, das Problem haben, dass sie ja nicht lüften wollen. Ja, man will ja keine Energie irgendwie verschwenden. Aber auch das Raumklima, das heißt Schimmelsporen gibt es nicht mehr. Ja. Es gibt keine Allergene mehr. Okay, das ist auch wieder schlecht für die Kinder, habe ich gehört. Ja, die sollen ja, aber die gehen ja noch raus. Ich wollte gerade sagen, mit die darf man ja FFP2-Masken rausschicken. Okay. So, ich zeige es mal gerade hier vorne. Da sind jetzt Termine, ich gehe mal ganz weit weg, dass man das nicht so sieht. Hier wird viel begrüßt, ihr macht viele Termine, es lohnt sich Termine zu machen, oder? Absolut.
Das sind jetzt unsere Stelltermine in den nächsten paar Tagen. So, das sind keine Namen von. Nein, das sind jetzt die Stelltermine. Wo Okay, das heißt, ich kann das filmen. Häuser Komm, gestellt ich zeig's mal. Also, das sind jetzt Häuser von Kunden, oder? Das sind die Ortschaften von den Kunden, die aktuell gestellt wurden im Dezember und jetzt noch Januar. Jetzt haben wir die neue Liste bekommen, die bis in den März reicht. Das müssen wir noch ergänzen. Da sind wir noch nicht ganz auf dem aktuellsten Stand. So, Stelltermine heißt, der Kunde könnte, wenn der Eigentümer das zulässt, auch mal gucken kommen auf eine Baustelle. Geht das? Korrekt. Wir machen auch sehr, sehr gerne einen Tag der offenen Tür bei den Kunden. Das wird natürlich abgestimmt mit den Leuten im Einzelnen, sodass sich halt neue Interessenten einfach das Ganze auch mal in dem Rohbauzustand anschauen können. Einfach mal den Blick auch hinter die Tapete, hinter die Kulisse. Wie, das heißt, ihr habt nichts zu verbergen, oder wie? Nö, wieso auch? So, wir gucken mal in deinen Kühlschrank, komm mal mit. Denn darüber haben wir eben schon kurz gesprochen. Ihr wohnt nämlich tatsächlich in diesem Haus. Da hast du eben noch gesagt, sonst denken die alle, wir wären hier Alkoholiker. Da ist der Kühlschrank. Das ist ein richtiges Haus, das könnt ihr bedienen. Ihr wohnt hier drin quasi mit 8 Leuten, abends nicht. Das ist verboten hier, man darf nicht drin schlafen. Aber das ist ein nutzbares Haus. Und da, ich zeig's mal gerade. Da vorne ist der Champagner. Das heißt, ihr habt öfter mal was zu feiern im Moment? So ist es. So, das ist die Küche. Ihr liefert keine Küchen, oder? Doch? Ja. So, das heißt also, wenn ich es komplett haben will, weil viele sagen ja nach der Besichtigung des Musterhauses, ich schmeiße alle Möbel weg, habe jetzt die Chance, mir das einmal richtig neu einzurichten. Das geht, oder? Ja. Also die Wohnmöbel jetzt wie Schlafräume oder Wohnzimmer nicht, aber Küche, Bad etc., das können wir alles komplett ausstatten. Festeinbauten quasi, die ich so, da mit der Insel und so weiter. Also ich würde es gerade so nehmen, wie es ist. Gibt es viele Kunden, die sagen, ich nehme es gerade so, wie es hier steht, bloß die Farbe noch ein bisschen anders? Ja. Echt? Ja, ja. Ihr seid der Erste, der das sagt. Speziell hier der Bereich Küche mit dem Küchenblock und so weiter, das wird sehr, sehr oft auch so kopiert. Mit der offenen Küche, das ist einfach so der Trend. Genau, wenn ihr mal gerade da stehen bleibt, wenn ihr mal gerade da stehen bleibt, ich gehe mal ganz weit weg und zeige mal gerade, das ist die Küche offen, das ist der Raum hier ist das Esszimmer angrenzend. Die Deckenhöhe ist schon eine Frechheit, ja, wie hoch die ist. Das heißt, Leute, die nur mal gucken wollten auf dem Maimarkt, die fühlen sich richtig angegriffen hier, weil die teilweise mit Deckenhöhen von 2,10 Meter, 2,20 Meter arbeiten. Hier habe ich 2,80 Meter oder was? Ja, knapp, also 2,76 haben wir hier. So, das stimmt gar nicht. Soll ich dir mal zeigen? Guck mal hier. Ja, richtig, darüber geht es noch ein bisschen höher. Da haben wir so 5,50, fast 6 Meter. Das ist halt dann richtig genial. So, da hat man natürlich Nachteile. Jetzt werden natürlich die pragmatischen Leute sagen, das kostet mich ja 2 Zimmer. Aber du sagst, man muss es erlebt haben, wenn man hier drin ist, das Raumgefühl. Das ist auf Dauer, ist das sowas Feines, oder? Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn ich jetzt mal sehe, ich könnte mal wirklich einen richtig großen Weihnachtsbaum hinstellen. Es gibt immer mal Bäume, die sind über 3 Meter. Dann kann ich den ganz entspannt ins Eck stellen. Wirkt halt auch mal ganz anders, wie jetzt so immer nur die 2 Meter Bäume. Und ja, mal so wirklich offenes, großes Raumgefühl ist halt schon... Ich sage ganz ehrlich, ich hätte da ein bisschen Angst, mit meiner Frau denn zu streiten. Weil sonst, ich guck mal gerade, wo es hochgeht, geht es auch runter, wo es da ist. Aber das Geländer liefert alles mit, der Stahl. Genau, richtig. Die Absturzsicherung ist auf jeden Fall immer mit dabei. Hast gehört? Absturzsicherung. Dann das Wohnzimmer. Das ist natürlich jetzt neuester Schrei. Alles ist offen. Ja. Das ist, du musst dir keine Wände einreißen. Viele denken ja, ihr Haus zu renovieren. Und die Nachbarn bei uns nebenan, die haben gerade ein Haus abgerissen. Jetzt kann ich verstehen, warum. Weil das Renovieren oft so teuer ist. Richtig, ja. Und es wird dann praktisch energetisch nicht neu, das Haus. Nee, und auch wenn ich jetzt mal eine Wand aufmache, ich weiß nicht, was erwartet mich nicht dran, muss ich noch die Elektrik neu machen, die Fenster vielleicht, bis ich da einmal komplett angefangen habe. Manchmal sind auch teilweise sogar Balken oder so verschimmelt und das sieht man erstmal gar nicht. Ne? Richtig, das will ich aufmachen. Sag mal, das kleine Splitgerät da draußen, das war das einzige fürs ganze Haus. Genau. Und das hilft? Ja, das hilft. Echt? Ja, natürlich. Das hatte maximal 3000, 4000 BTU. Also ein kleines Splitgerät langt für das Haus. Warum? Es ist gut gedämmt. Das heißt, was im Winter funktioniert, funktioniert auch im Sommer. Richtig. Cool. Ich sage immer, das Ganze funktioniert so ähnlich wie eine Thermoskanne. Das, was man reinfüllt, bleibt auch. Und die Kälte, das heißt, wenn du dann lüftest, die heiße Luft wird auch getauscht. Das heißt, die bleibt draußen. Ja. Ah, okay. Das heißt, im Winter bleibt die kalte Luft draußen, im Sommer bleibt die heiße Luft draußen, zu 85%. Ja. Richtig. Du bist mein Held. Warte mal, ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist es. Das ist der Essbereich.
das ist ja nur ein Haus von Tausenden. Ihr könnt ja alles frei planen, aber es ist doch ganz gut, ein neues Haus zu haben hier. Wahrscheinlich sind die nicht alle neu, die Musterhäuser, die ihr habt, oder? Nein, es gibt natürlich einige Zentren, da sind die Häuser schon zwischen 10 und 20 Jahren alt. Aber die werden so sukzessive auf den neuesten Stand gebracht. Ja, ist auch nicht so einfach. Das ist ein richtiges Haus. Kann man das wieder abbauen später? Ja. Echt? Ja. Wie? Es gibt tatsächlich auch Musterhäuser, die schon zurückgebaut wurden und wieder aufgebaut wurden, als Bürogebäude weiterverwendet wurden. Das funktioniert. Ist nachhaltig, oder? Ja. Kann man es später recyceln, das Haus? Kann man Auseinandernehmen, trennen? Kann man auch. Ja. Das heißt, es muss nicht auf teuer entsorgt werden, sondern ich kann die Wertstoffe trennen später. Korrekt. Sie können ganz normal die Fenster ausbauen, man kann die Ziegel getrennt voneinander sortieren, die Balken. Also man kann die Rohstoffe einzeln sortiert auch wieder entsorgen. Was ich gelernt habe, Abbruchunternehmen, ja, die haben echte Probleme, sowas hier mit dem Hammer abzubrechen, weil das so stabil ist, das Fachwerkhaus untereinander verklingt. Man muss es eigentlich eher zurückbauen, also da einfach mal dagegen zu hauen. Das funktioniert nicht wie beim Steinhaus, oder? Ja, richtig, das bringt nicht viel, ja. Also die meisten sagen immer, ein Steinhaus, das ist stabil. Also bitte mal mit einer Abbruchbirne gegen dieses Haus hier schlagen, da passiert erstmal nicht so viel. Also, Richtig, genau, das fällt nicht einfach in sich zusammen. Genau. das ist, bleibt da stehen beim Sturm. Gab es jemals einen Sturm hier in Mannheim? Ja, natürlich. Und? Steht noch. Steht noch. So, und das ist die Steuerungstechnik. Stand 2017. Ja. Da wart ihr aber damals schon auf dem neuesten Stand. Das heißt Touch-Display, Gesamtsteuerung. Genau. Das, klar, das ist jetzt Stand 2017, aber das habt ihr damals schon integriert. Genau, das entwickelt sich auch immer wieder weiter. Ich habe alle möglichen Optionen. Ich kann Wettersache aufzeichnen, ich kann einzelne Rollläde steuern oder sogar komplette Gruppeschaltungen machen. Ich drücke auf einen Knopf, alle Rollläde gehen auf einmal auf und zu. Alarmanlage, geht das? Auch ist mit dabei. Sind da die Leute manchmal überfordert mit den ganzen Funktionen oder sagen sie, Ja, auf jeden Fall. Es ist so weitgreifend. Also die wenigsten brauchen noch alle Funktionen. Die meisten sagen, ja, ich will Fenster steuern können, für das Licht und die Heizung noch, das reicht. Das Coole ist, man kann ganz normale, diskrete Schalter anschließen. Das heißt, du kannst als Aktor einfach sagen, ich lege es auf den Schalter und dann geht das Ding wieder rauf und runter, oder? Genau, richtig. Oder wenn wir jetzt abends gehen. Ich müsste jetzt gar nicht alles da integrieren. Genau. Okay. Ja. Ich kann trotzdem noch alles. Es gibt verschiedene Systeme da Ich auch. kann trotzdem noch alles getrennt voneinander bedienen. Ich kann trotzdem in jeden Schalter gehen und das Fenster auf und zu mache, Rolllader runter, geht alles. Türen und Fenster, die sind ja extrem beansprucht hier in einem Musterhaus. Ja. Habt ihr hier spezielle Fenster eingebaut fürs Musterhaus? Nee, sind die gleiche, wie auch die Kunde kriegt. Das heißt also nichts gefaked hier, nichts besonders. Auch, ich sag mal, hier die Fliesen sind die gleichen. Ja. Da waren jetzt schon wahrscheinlich 10.000 Leute drauf. Mindestens. So, große Fliesen, Meter 20, was haben wir Das hier? ist ein Meter auf einen Meter. Meter auf einen Meter. Was mich jetzt auch noch interessieren würde hier, es ist ja verfugt. Und wir haben jetzt schon gelernt in einem anderen Haus, dass auch öfter mal Risse entstehen, weil das Ganze sich ja auch bewegt. Ist es ein Problem, dass die Fugen da noch reißen? Also die Fugen sind jetzt schon, wie gesagt, auch 5,5 Jahre alt. Wir sehen noch keine Risse. Außerdem werden die ja sofort ausgebessert. Ja, war Spaß. So, das heißt, ihr zeigt hier praktisch, wie ihr baut, den Baustandard. Dafür ist das Haus da. Ab und zu verkauft ihr auch mal so ein Haus, genauso wie es hier steht. Aber eher selten. Die meisten werden ja angepasst ans Grundstück, oder? Also ich habe tatsächlich 2 Kunden, die haben das Haus hier so exakt nachgebaut, wie das hier steht. Wahnsinn. Ja. Das macht ja auch Sinn, du brauchst ja keine Gedanken mehr machen. Da haben sich Star-Architekten Gedanken darum gemacht, dieses Haus zu bauen. Und das kriegst du quasi geschenkt, mehr oder weniger, indem du das 1:1 nachbaust. Richtig, genau. Die Planung ist dann vereinfacht. Oder ich kann halt, selbst wenn ich jetzt hier im Haus stehe und sage, passt alles, bis auf der eine Raum ist vielleicht größer, kleiner. Ich kann halt in einem Haus wirklich besser planen wie am Papier. Apropos Planung, ist es dann für den Kunden teurer, wenn er jetzt irgendwas anderes haben will oder extra Wünsche oder so? Oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich egal? Wir fangen immer mit einer Basis an, mit der Grundidee von uns, mit dem Grundriss, aber dann alles individuell anpassbar. Genau. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Simone, du brauchst nur das Scheckheft. Das ist eigentlich alles, was du brauchst, das Eigenkapital. Gut, viele haben da lange drauf hingespart. Viele hatten vielleicht ein Haus, haben es verkauft, wir haben es eben erwähnt. Ist das oft so, dass Leute auch schon mal ein Haus verkaufen und sagen, ich baue es neu? Ja, das haben wir regelmäßig. Wie gesagt, wenn dann ein älteres Pärle kommt, die sagen, okay, wir haben das große Familienhaus mit 200 Quadratmeter, brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir uns jetzt ein kleines Bungalow mit 90 oder 100 Quadratmeter, dann ist das alles gar kein Thema. So, hier durchgehend. Das heißt, ihr habt also den ganzen Boden hier gleich gewählt. Das ist auch ein Traum von vielen Leuten. Überall hast du irgendwelche Kanten, die überbrückt werden müssen mit Schienen. Das hast du hier nicht, ja? Genau, richtig. Da haben wir das ganze Erdgeschoss haben wir einmal komplett durchgefließt und erst oben haben wir dann andere Boote. Ist das Luft, Fußboden? Ich habe es eben nicht richtig mitbekommen. Beides? Luftaustausch plus Fußbodenheizung. Genau, richtig, ja.
So, hier drin, ich darf mal schauen, das ist hier ein Gästebad. Ja. Das ist das meistgenutzte Bad im Haus. Auf jeden Fall. Da waren bestimmt auch schon etliche Personen drin. So, da vorne ist ein Urinal, auch das macht Sinn. Dann ganz reduziert, auch vom Style habe ich immer das Gefühl, die Musterhäuser sind immer top aktuell. Also selbst wenn du guckst hier ein 22er Haus, denkst du, das wird gerade erst gebaut worden. Ne? Ganz genau, richtig. Da immer der höchste Standard. Ja, die Trendsetter im Musterhaus, ich habe schon gewusst, ja. Also ich habe viel gelernt, hier 2 Büros. Als was könnte man die nutzen? Man könnte jetzt alles als Büro nutzen, Hobbyraum oder nochmal ein zusätzliches Schlafzimmer, wenn man jetzt sagt, ich will vorausschauend planen für egal welchen Lebenszyklus, wo man kommt, da sage ich, kann auch alles im Erdgeschoss darstellen, wird als Schlafzimmer darstellen. So, wäre das auch trennbar, wenn das Finanzamt sagt, wir hätten es gerne abgetrennt mit eigenem Eingang? Wäre sowas möglich in der Planung? Richtig. Das geht. Dass man sagt, ich mache ein kleines Büro, mache dann als die Schiebetür nochmal eine Wohntür. Ein Schloss drauf. Genau. Okay. Zweiter Eingangsbereich. Zweiter Eingangsbereich, innen drin noch eine Tür oder irgendwas setzen, dass es getrennt ist. Genau, das okay. So, hier vorne habt ihr noch einen Schrank hingestellt. Das ist auch sehr praktisch. Hier könnte ein Schuhschrank stehen zum Beispiel. Zum Beispiel, oder ich kann da nochmal Putzsache reinlegen oder alles Mögliche, genau. Ja, danke Simone, sie baut schon mal alle Schränke. Das ist aus den Wohnmobilen so. Und die Simone, sie bietet immer an, was zu öffnen. Ja. Und jetzt innen drin. Ja, man sieht es ja jetzt nicht, aber ist jetzt auch. Ja, ist okay. So, das hast du schon gelernt, Simone. Das ist kein Bild. Ja, Klimaanlage. Klimaanlage, ja. Das ist ein Design, Klimaanlage. Gut, jetzt hier würde ich sagen, die Kante, wenn ich hier dran vorbeigehe, ich glaube, die triffst du einmal, dann weißt du, dass sie da hängt, oder? Genau, und dann nie wieder, ja. Dann schöne Bogen außenrum. Das heißt, ihr hättet die wahrscheinlich beim zweiten Mal etwas höher gehangen, oder? Ja. So. Aber ist ja jetzt mal so. Richtig, funktioniert. Also bis jetzt, ich habe noch keinen erlebt, der hängen geblieben ist. Mal gucken, vielleicht erlebe ich es noch. Habe ich irgendeinen Raum hier unten jetzt nicht gesehen? Nee, wir haben alle Räume gesehen. Alle Räume gesehen. Komm, dann lass uns mal hochgehen. Die Treppe, die ist mir nicht breit genug. Geht die breiter? Ja. An Spaß. Die ist irre breit. ist schon sehr breit, oder? Ja, das ist eine sehr angenehme Breite, aber es geht tatsächlich auch in anderen Maßen. Okay, das heißt einfach nur fragen. Ja. Barrierefrei, ein kleiner Aufzug hier drin würde gehen. Das heißt, eine Treppenlift oder so? Genau, Treppenlift ist alles darstellbar. Aber die meisten Fälle haben wir danach gesagt, ich habe im Erdgeschoss genau den Wohnraum, den ich nochmal bräuchte, dass ich sage, ich müsste gar nicht mehr Treppe steigen oder ich könnte auf den Treppenlift verzichten. So, das heißt, aber wenn barrierefrei, einfach fragen. Ja. Ihr habt wahrscheinlich dort den einen oder anderen Grundriss, der dann etwas eher geeignet ist, wie hier die Treppen, oder? Genau, und ich kann, wie gesagt, jeden Grundriss immer so anpassen, dass er halt natürlich perfekt barrierefrei wäre, dass ich sage, ich mache die Treppe nochmal raus, mache eine andere Treppe rein. Das ist alles umsetzbar. Boah, ist das eine geile Optik hier mit diesem... Wie nennst du das hier? Die Veranda? Eine große Galerie. Eine große Galerie. Warte, ich zeige euch das mal. Also hier guckst du runter. Dann bist du hier. Meine Frau würde dann direkt sagen, mein Gott, da habe ich aber jetzt viel Fenster. Ja. Obwohl, ich muss dann putzen. Ich habe einen neuen Bosch-Sauger, einen Fenstersauger von Bosch. Ja. Der ist sensationell. Ich mache ja ungern Werbung, aber das ist ja der einzige, der funktioniert. Der Kersch hat nicht funktioniert. Ja, der ist empfehlenswert hier auf jeden Fall, ja. So, und dann, ich drehe mich um. Ja. Da ist Simone. Schauen wir schon wieder hier die Models im Heft an. So, das wäre jetzt fast eine Arztpraxis. Objekt habt ihr auch schon mal ab und zu, weil da gilt ja wahrscheinlich das Baurecht ein bisschen anders bei Objekten. Genau, also wir gehen rein auf den Privatgebrauch eigentlich. Wir haben zwar mal, dass man sagt, ich habe so noch einen Büroraum mit drin, wo gewerblich genutzt wird, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf dem privaten Bereich. Was interessant ist, ihr habt nur 2 Klimaanlagenausströmer. Durch diesen Wärmetauscher und die Luftaustauschung kommt die Kälte von der Klimaanlage überall an, richtig? Und das ist halt auch kein Zug, ne? Ja. Nee, das reicht vollkommen tatsächlich, um das ganze Haus mit fast 230 Quadratmeter zu temperieren im Sommer. Ja, ihr habt 2 Klimageräte. Das hier? Das hier am Anfang. Das war's. Durch diese enorme Dämmung. That's it. Ja, normalerweise brauchst du für jeden Raum ein eigenes Klimagerät. Dadurch, dass die Luft aber verteilt wird im ganzen Haus, ja, ist cool. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warte, ich stelle mich mal kurz hier hin, in die Ecke. Steckdosen sind dabei, ich sehe gerade welche. Ja. Okay. Ausreichende Menge. Ja, ausreichende Menge ist, oft sind zu wenig Steckdosen da. Man kann aber sagen, ich hätte die gern da und dahin noch extra Steckdosen, oder? Korrekt, das wird individuell geplant. Das mit den 3 Fenstern ist schon richtig toll. Die kann man komplett verschatten, habe ich gesehen, von außen. Richtig, genau. Elektrisch? Ja. Die sind auch elektrisch zu öffnen, zu schließen und die Rollläden sind elektrisch gesteuert. Sagt der ein oder andere, wie putze ich da Fenster? Die Frage kriege ich in der Tat öfter gestellt. Das ist bei denen aber einfach, mit einer Stange.
Mit der Teleskopstange ist das da Dem einfach. Bosch Fenstersauger. So halt, von außen regelt es die Natur, der Regen. Es gibt die Möglichkeit, die Fenster auch zu beschichten. Also es gibt so eine ganz spezielle Versiegelung, eine Keramikversiegelung, kannst du drauf machen, hält ungefähr 3 Jahre. Da muss man sie neu machen. Das ist so. Aber das, ich meine, dafür habe ich das Licht. Das ist der Vorteil. Ja? Absolut. Mega. So, wir gehen mal gerade hier vorne. Das ist, lass mich raten, was könnte das hier sein? Ich komme nicht drauf. Es könnte ein Kinderzimmer sein. Das war ursprünglich als komplettes Kinderzimmer geplant. Da wir allerdings über den entsprechenden Zulauf verfügen, Gott sei Dank, mussten wir hier noch einen kleinen Besprechungstisch mit reinbringen, weil wir zeitweise nicht genug Büros sonst hätten. So. Bei dir kommt dein nächstes Kind wann? Im August ist geplant. Im August. Dann kannst du dich schon mal warm anziehen. Da vorne ist die Wickelkommode. So üben. Abschließbare Türen, geht das? Ja. So, und das heißt also, hier die Kinder sollen ja nicht abstürzen. Genau, ich kann jedes Getriebe in dem Sinne mal abschließbar darstellen. Genau. Und dann haben wir trotzdem noch die Absturzsicherung bei der Schiebeelement. Rauchmelder, Brandmelder, CO2-Melder, alles aufschaltbar. Ja, genau. Richtig. Großer Raum, warte, ich stelle mich mal kurz hier rein, dass ich den noch mal gerade filme. Dass wir das sehen. Hier war übrigens eine Absturzsicherung, die ist hier hinter, da ist eine Glasscheibe mit drin. Die meisten Häuser stehen noch von euch eigentlich? Ja. Boah, ein Riesenraum, ungefähr die Quadratmeter? Hier sind so 15,5 Quadratmeter. Gut, das macht natürlich viel aus. Der Kniestock hier, der bringt die hier 2 Höhe. Meter Kniestock. Ich kann halt den Raum super gut nutzen. Ich kann mal den Schrank auch mal an die Außenwand stellen, muss nicht immer nur an die Innenwände gehen. Die Farben sind auch gut gewählt. Gut, das könnt ihr laufend ändern. Man kann ja innen auch viel anpassen, also an die Designs. Das haben wir gemerkt. Das Türkis war nicht der Fall, oder? Nee. War mir dann doch zu farbig. So, ich frage mal ganz kurz. Wir dürfen mal kurz hier reinfilmen. Ganz kurz. So, dass wir das mal sehen. Das ist jetzt ein Büro. Ungefähr die Größe hier. Ist der genauso groß? Genau gleich, ist nur Der gespiegelt. ist gespiegelt quasi, der Raum. Das Fensterelement das gleiche? Ja, genau das gleiche. Boah, das wirkt ja ganz anders. Ja, richtig. Durch das Dachflächenfenster kommt ja noch mal ein bisschen mehr Licht rein. Da wirkt es also noch ein bisschen heller. Ach, das hat drüben gefehlt, gell? Drüber haben wir dafür Kniestockfenster drin. Kniestockfenster. So, der Raum wirkt jetzt ganz anders. Durch die Farbgebung, durch die Möblierung wirkt der Raum komplett anders. Aber die Größe, die Bodenfläche ist definitiv exakt die gleiche. Warte, ich stelle mich mal kurz in die Ecke. Was ist das hier für ein Loch? Das ist die Lüftung? Das ist die Zuluft, ja, genau, von der kontrollierten B- und Entlüftungsanlage. Also ich brauche nie mehr lüften. Eigentlich nicht. Man darf, man kann, man muss aber nicht. Ich stelle mich mal kurz in die Ecke, dass ich mal gerade das Raumgefühl sehe. Das ist schon ein Riesenraum. Okay, verstanden. Das Kinderzimmer 2 theoretisch, Arbeitszimmer. So, die Kinder könnten auch nach unten. Ja, es soll ja mittlerweile vielen Dank. Es gibt ja auch viele Reiseveranstalter, die sagen, keine Kinder mehr. Ja. So, dann Bad. Das Kinderbad. Das Bad für die Kinder. Nee, verarschen. Nee, wirklich. Kinderbad. Kinderbad. Ja. So groß mein Bad nicht. Ja, aber der Trend geht dahin. 2 Bäder oben. Eltern komplett räumlich zu trennen von den Kindern. Der Trend geht dahin. Die werden größer, deine Kinder? Ja, natürlich. Brauchen noch ein bisschen Platz. Oder wenn, Irgendwann haben die gar keinen Bock mehr, mit den Eltern zusammen zu duschen. Ne? richtig. Oder wenn ich sage, morgens gehen mal alle arbeiten, auch die Kinder gehen mal irgendwann arbeiten und alle müssen morgens fort. Vielmehr die Eltern haben irgendwann keinen Bock mehr drauf zu warten, dass die Kinder fertig werden im Bad. Das ist schön. Aber wenn ich ja alles neu plane, dann, ich meine, das hält sich alles jetzt in Grenzen, die Kosten, weil es wird ja alles neu geplant. Ja? Du musst nicht die Sachen abreißen, entsorgen, die Leitungen neu kloppen, die Zuführungswege, es wird alles fix und fertig gemacht. Fußbodenheizung überall. Genau, in jedem Raum. So, der Handtucherwärmer, der ist jetzt elektrisch. So ist das aber immer gemacht. Warte, ich gehe nochmal hier in den Raum rein. Übrigens ist nicht angeschlossen. Wichtiger Hinweis, wenn ihr in Musterhäusern seid, geht nicht aufs Klo ohne Absprache. Denn Ganz genau. Da Es- lieber darunter das Klo. ist nämlich nicht angeschlossen, das Klo hier. Kann ich das wählen hier, wenn ich hier sowas, oder ist das hier extra? Hier die Fliesen, die kleinen? Das kann man sich alles aussuchen beim Musterungszentrum. Da ist alles frei wählbar, alle Größe, alle Muster. Sag mal, die Leute im Prinzip, was spricht denn dagegen, so ein Haus nicht zu kaufen, so ein Fachwerkhaus? Spricht gar nichts dagegen. Ich habe mich das auch schon die ganze Zeit gefragt. Also, was würdet ihr sagen, welchen Grund gäbe es noch, ein Steinhaus zu bauen? Ich finde keinen Grund dafür. Echt nicht? Ja. Okay. Lebensdauer auch, ich habe gesehen, in der Schwäbischen Alb, da gibt es so Fachwerkhäuser, die sind schon ein paar hundert. Jahre alt, genau. Also die Bank rechnet mittlerweile auch bis 100 bis 130 Jahre und glaube beim Steinhaus sollte ich nach 130 Jahren auch mal kernsanieren.
Ja, aber was sagen die Steinhäuser verkaufen? Also ich meine, die müssen ja auch irgendwelche Argumente haben, oder? Es fliegt weg bei Sturm. Nee, das habt ihr noch nie gehört, oder? Nee. Ich habe keine Ahnung. Nein, aber überleg mal, das Haus gebaut in 3 Tagen. Du kriegst einen Generalunternehmer, der macht dir auf Wunsch alles. Ja, und so, du das kannst heißt, ja auch noch auf Wunsch ein bisschen was selber machen. Also sag mal, wenn ich jetzt mal, habt ihr ein Haus, ihr baut wahrscheinlich montags keine Häuser, ne? Doch, wir bauen auch Montagshäuser. Gibt es das schon mal, dass ihr so ein Haus habt, wo alles schief geht? Oder? Selten. Also mir keins bekannt. Das heißt, ihr baut das kontrolliert auf, CNC gesteuert. Eine Wand ist wie die andere, theoretisch. Ihr könnt die gleiche Wand nochmal konstruieren. 1:1. 1:1. Ja. Ihr könntet die Wand ausbauen und eine neue Wand nochmal einbauen, theoretisch. Genau. Auf den Millimeter genau. Und das geht beim Steinhaus nicht. Du kannst nicht auf Millimeter genau bauen, wenn du mauerst, oder? Nope, keine Chance. Dieser Blower-Test, klär mich mal auf, das erzählt mir hier jeder. Was ist das? Der Blower-Door-Test, da wird in das Haus einmal ein Überdruck erzeugt und gemessen, wie schnell die Luft entweicht. Und dann wird ein Unterdruck erzeugt, um zu sehen, wie schnell Luft von außen nachströmt. Es gibt gewisse Werte, die man eben nicht über- oder unterschreiten darf jeweils. Und wenn man den besteht, dann hat man eben auch auf die Förderung erst Zugriff. Okay, das heißt, dass es nicht durch alle Ecken und Wände pfeift. Das ist, glaube ich, ein Thema. Früher wurde das ja als Plus verkauft für das Raumklima. Heute hat man den Wärmetauscher. So ist es. Dafür haben wir jetzt heute ja die kontrollierte B- und Entlüftungsanlage. Hier jetzt im Bad sieht man auch dieses Abluftgerät oder die Abluftstation. Und deswegen darf oder braucht es weder mehr durch die Fenster zu ziehen, noch durch die Wände, durch die Ritze halt zu ziehen. Dadurch, dass ich einen Filter habe, kommt auch nicht so viel Dreck ins Haus. Ist das korrekt? Das heißt, der ganze Staub von draußen, Ruß, das wird gefiltert. Wenn ich ja die Fenster aufmache, das sehe ich hier nicht. Gut, wir sind jetzt in Mannheim, Ludwigshafen, das geht mittlerweile. Ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, was du für ein Baujahr bist, hier war mal gelb, die Luft. Ja, das ist so, ja. Ja. Das ist tatsächlich. Ich meine, wir können es ja mal ganz einfach testen. Hier wird für gewöhnlich immer mittwochs geputzt. Ja. Das heißt also, letzten Mittwoch war das letzte Mal die Putzkolonne hier im Haus. Ich guck mal da, der Staub, wenn du mal gerade drüber fährst. Ob die da jetzt... Nein, das spielt ja keine Rolle. Fahr mal drüber, komplett. Weiß ich Warte, ich nicht, darf mal sehen. aber Es ist, Probe aufs Exempel. nein, das ist kein Witz, oben drauf mal bitte auf der Tür. Mach mal. Das musst du machen. na gut, da wird schon ein bisschen. Nein, da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Allein das ist ein Argument. Das haben wir nicht abgesprochen, richtig? Nein, definitiv. Also egal, wo da ich habe ich Nein. jetzt echt ein bisschen Bedenken, weil das wird von den Putzkolonnen, ich glaube, einmal im Jahr, wenn überhaupt, gemacht. Bitte mal oben drauf auf dem, das sind nämlich hier diese Rippen, sind ganz schlimm. Da ist nichts. Bitte mal hier oben, warte mal. Also, nochmal, das haben wir nicht abgesprochen. Ja. Auf die Idee kam ich erstmal gar nicht. Ja. Du hast viel weniger Staub in dem Haus. Richtig, Darauf genau. kam ich auch nicht, aber Ja. jetzt macht es auch Dann Sinn. hat einen riesen Nachteil, du hast keine Popel mehr in der Nase. Hast du es gewusst? Dass der ganze Staub sich ja nachts absammelt und so, du warst ja morgens in der Dusche, das ist weg. Ja. Ja gut, man ist halt auch noch draußen unterwegs, ne? Da ist ja Also ja stimmt, da war da was. So, dass wir das mal sehen. Aber ist doch ein cooles Argument, oder? Mit dem Staub. Hast du da jemals dran gedacht? Nee. Aber es ist aber neues Verkaufsargument gefunden. Ja, aber jetzt ohne Witz, ich will mal, warte mal. Ich muss mal gucken hier. Oben drauf auf der Klimaanlage, mach mal. Weil, also ich kann es ja gar nicht fassen. Weißt du, wie viel Staub ich putze? Also, nee. Ganz minimal. Ja. Geisteskrank. Weißt du, wie viel Staub ich putze? Die ganze Zeit. Ich auch. Ja. Aber durch die Filter. Das haben wir gemacht, seit wir es abgeschaltet haben, und das ist jetzt... Halbes Jahr her. Ja, roundabout ein halbes Jahr. Also dadurch, dass die ganze Luft gefiltert wird, ich die Filter noch tauschen kann, Pollenfilter habe. Ich kann jetzt an den Filtern, an den Abluftstationen die Abdeckung wegmachen. Ja. Der Filter da drin, den kann ich Sag mal. fließend Wasser... Das Schwarze. Das da, bitte mal zeigen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Die müssten ja im Bad, kennst du das, nach ungefähr 6 Wochen ist der Filter schon richtig belegt. Und hier hast du das kaum, weil die Vorluft schon gefiltert ist, richtig? Man sieht, der wird nur alle gekühlte Schaltjahr einmal. Und das ist alles. Ja, das ist alles. Das war die ganze Staubbelastung. Ja. Im Ablufttfilter. Richtig. Und Und das kann man sauber machen. Das kann ich jetzt unter fließend Wasser auswaschen, trocknen lassen, wieder rein und gut ist. Das heißt, auch die ganzen Wände werden nicht schmierig.
Die Renovierungskosten die werden nicht alle grau irgendwann? Nee, man sieht es ja hier teilweise, wenn man gerade jetzt da an den Türrahmen, an den Zagen unten schaut, ne, das sind dann halt so die Spuren von den Kunden, von Kindern. Ja, da wurde nicht gestrichen oder irgendwas, das ist nichts Gefaktes, das ist halt der ganz normale Alltagsgebrauch. Was mich jetzt auch mal interessieren würde, wir hatten es ja auch vorhin über Wohnungen, also ich meine, vielleicht eine Single-Wohnung oder wie auch immer, wenn jemand alleine wohnt, der wird sich jetzt nicht so ein Haus bauen. Habt ihr dann auch quasi Mehrparteienhäuser, wo man dann sagt, ich würde mir da jetzt eine Wohnung kaufen zum Beispiel? Das geht. Es gibt die Zweifamilienhaus-Varianten und da gibt es halt ganz verschiedene Kombinationen von wir gehen halt unter Generationenwohne, einmal eine größere Wohneinheit für die junge Familie und dann eine kleine Einheit dazu, wo dann oft halt jemand von den Eltern oder so damit einzieht oder halt der Sohn, der studiert, die Tochter, die studiert, dann die kleinere Wohneinheit Kann mir nehmen. das Thema nie wieder Staubwischen, das wird in die Annalen eurer Marketingabteilung eingehen. Denn nehmen das sofort wieder bitte mal obendrauf mal wischen. Mach mal. Richtig feste. Du bist mein Zeuge. Aber das ist doch nichts. Überleg mal. Das ist gar nichts. Das ist ein Witz. Da ist nichts drauf. So, wir gucken mal gerade. Also überall hast du diese Lüftungsöffnungen. Ja. Alles wird vorher gefiltert. Der Boden, das ist wahrscheinlich Vinyl hier, oder? Genau, also Klickvinylboden, richtig. So, ein Klickvinylboden, der geht auch schön. Man hat das Gefühl, federt ein bisschen, oder? Mhm. Das ist ja angenehmes Laufgefühl. Ich brauche keine Ausgleichsmasse, weil die ist schon gelegt worden beim... Richtig, wir haben einen ganz normalen schwimmenden Zementestrich drunter und ja. Aber was ich hier wirklich gar nicht sehe, sind diese Risse, die man in anderen Fertighäusern gesehen hat. Könnt ihr euch das beim Dach meinst du? Ja. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Fliese drin, oder? Das Dach arbeitet auch ein bisschen? Ja, aber wir haben hier keine Risse. Toll. Ja. Es wird mit Acryl an den Übergängen Wände, Decke ausgespritzt und damit hat sich das Thema. Okay. Elastisch, oder? Dann okay. Der Elternbereich. So, Elternbereich. Und da habe ich schon gelernt, es gibt ein eigenes, also ich zeige das mal gerade. Wenn ihr da mal gerade stehen bleibt, da hinten. So, das ist das Ankleidezimmer. Genau. So, das heißt, der Mittelgang, wenn du mal gerade öffnest, bitte, Simone. Wir gucken mal rein, was die da so reingemacht haben. Also, da sind die Prospekte drin und so weiter. Bitte andere Seite mal öffnen, Simone. Also ein Riesengang in der Mitte. Dann kann ich hier zuschließen. Das Geniale ist, je nachdem, was die Eltern machen, Skat spielen und so, dann kann ich die Haupttür abschließen. Man kann nicht reingucken. Ja. Ich habe meine Ruhe. Okay, verstanden. Genau. Dann ein sehr kleines Bad. Ja, es ist so ein bisschen so im Landhausstil gehalten. Mit der Teelösung finde ich ganz schön. Man kommt rein und guckt nicht gleich auf die Toilette drauf. Da bin ich ein großer Fan davon. Total klasse finde, ist die Farben. Ihr habt jetzt nicht, weißt du, sehr, sehr wohnliche Farben mit langer Haltbarkeit, dass du dich nicht direkt satt siehst, oder? Ganz genau. Dann haben wir jetzt hier schöne Fliese in Holzoptik. Sieht genial aus. Jetzt weiß ich, warum so viele Leute genau das Haus haben wollen, oder? Mit den Fliesen, mit der Einrichtung. Ja, also ich habe auch viele Kunden, die zwar nicht genau das Haus, aber genau das Bad. Ja, also habe ich schon viele, die sagen, genau das Bad nehmen wir genauso mit. Die Waschbecken, die Armaturen. Genau, mit der Dusche versetzt, die Toilette ums Eck. Ja. Du mal gerade so lieb, bis hier mal zumachst, bitte, wenn du mal gerade verdunkelst, sei so lieb, sonst kann ich es nicht mehr filmen. Es ist nämlich so schön, das Bad, das muss man zeigen. Der Architekt oder die Architektin, Hut ab, melde dich bei mir. Tolle Sache, oder? Ja. Auf jeden Fall. Man kann hier sogar mit dem Rollstuhl rein. Stopp, ist okay? Machen wir Stopp. Dankeschön. Hast du gehört? Bitte? Man kann hier sogar mit dem Rollstuhl reinfahren. Ja, muss erstmal hochkommen. Ja. So, das ist, so, ich zeige mal gerade, also ebenerdige Dusche, komplett, aber riesengroß. Und das Coole ist, man kann zu zweit baden mit den Kindern, kann duschen. Kann auch hier, wie du gesagt hast, einen Stuhl reinstellen. Das ist vielen auch wichtig. Gibt ja so spezielle Stühle, wenn ich mal nicht mehr so gut zu Fuß bin. Richtig. Dann habt ihr hier diesen Spritzschutz, habt ihr in der gleichen Optik gemacht wie die Fliesen unten, so ähnlich. Es ist die gleiche Fliese. Es ist die gleiche Fliese. Genau. Und die Sortierung ist so unterschiedlich, dass das so echt aussieht. Ganz genau, da ist keine Fliese gleich wie die andere. Ihr habt doch den Verbund, habt ihr hier ganz verschieden habt ihr das gemacht. Das lockert unglaublich auf, oder? Richtig, genau. Wenn jetzt natürlich jede zweite Fliese die gleiche ist, dann sieht es gleich wieder unecht aus. Aber ich habe viele Kunden, die denken, das ist wirklich Holz, die dann wirklich kommen und immer noch mal drüber fassen, dass es tatsächlich eine Fliese ist. Ja, ich hatte bei uns mal eine Reinigungskraft, die wollte nicht putzen. Die hat gesagt, nee, das ist mir zu gefährlich mit dem Wasser auf dem Holz. Das ist so. Sag mal, ich muss nicht zum Fliesenspezialisten. Ihr könnt die ganze Beratung, Fliesen, Verbund, das könnt ihr machen. Richtig, genau. Entweder sagt man, man kauft die Fliese bei uns und verlegt sie dann selbst. Die Optionen gibt es alle, genau.
Ich habe keinen Stress. Auf Wunsch, ganze Haus von euch. Ja. Fix und fertig. Ja. Du musst zu keinem Handwerker rennen. Da gibt es auch nicht, ich kann mal gerade nicht, meine Baustelle ist nicht, ich habe einen Vertrag. Aber es kommt ja schon mal vor, dass einer mal krank wird, oder? Gibt es das nicht bei Richtig, euch? und da gibt es Ersatz. Echt? Ja. Und da geht nie was schief? Sagen wir zu 100% natürlich nicht, aber sagen wir zu 99% funktioniert es. So, und die Gerichte haben selten Wasser auf dem Tisch, oder? Ich war noch nicht beim Gericht. Ich glaube, das ist ein Thema, da graut es den Leuten doch davor, dass die sagen, ich kaufe ein Haus, dann streite ich mich mit so einem Riesenkonzern, die nächsten 100 Jahre brauchen Baubegleiter. Macht das Sinn, ein Baubegleiter? Also ich habe einige meiner Kunden, die tatsächlich, wie gesagt, ich bin ja schon ein paar Tage länger dabei, auch zu der Hausabnahme mit dem Bauleiter einen Sachverständigen vom TÜV oder von der DEKRA geholt haben. Trotzdem wurde die Abnahme problemlos unterschrieben. Ich bin jetzt halt in der glücklichen Situation, dass ich auch schon in die zweite Generation verkaufe. Ich glaube, keiner würde seine Kinder zu einem Hausverkäufer oder zum Berater schicken, der selbst negative Erfahrungen gemacht hat. Ja, gut, es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich mag meinen Sohn nicht. Genau, dann kann man jemanden auch dahin schicken. Okay. Ey, tolles Bad. Jetzt kommt es auch noch besser. Hier ist die Spielwiese für Mama und Papa oder Papa und Papa oder Mama und Mama. Das könnt ihr euch dann auswählen, wie ihr wollt. So, Bettmaße hier, ich schätze mal 1,80 Meter mal 2 Meter. Genau. Da geht auch größer, oder? Geht auch größer, kann man auch 2 auf 2 Meter. Ja. Ich mach mal wie Wohnmobil. Wie im Wohnmobil. Da darf man, das letzte Mal auf den Yachten durfst du dich nicht hinlegen. Da standen überall Schilder. Und du weißt, was wir gemacht haben? Weil ich nicht dabei war. Wir haben uns unglaublich dran gehalten, ja. Und haben uns natürlich haben wir uns hingelegt. Weil das galt nicht für das normale Publikum. Das hier, diese Einbauten macht ihr alle. Richtig, genau. So eine Einsparung im Trockenbau, jetzt hier als Nachttisch oder als schöne Ablage für Bücher. Das und wünscht Bilder. sich doch jeder, aber keiner kann es machen. Dann steht hier irgendwie so ein Nachttisch, Ja. da musst du drunter putzen. Gut, es gibt ja keinen Staub hier. Das ist, Richtig. aber das mit dem Staub, da komme ich ja nicht drüber weg, weißt du das? Aber ist das... Geh mal gerade bitte, wenn du mal kurz kommst, komm mal mit. Ja. So, das heißt, du hast nirgendwo Staub. Es fällt mir gerade auf, hier geht gerade die Sonne durch. Ja. Kennst du das normalerweise? Auf dem Fenster, gut, jetzt ist hier gerade geputzt worden, aber merkst du hier irgendwo Staub in der Luft? Ganz wenig. Merkt man Sag nicht. mal. Normal sieht man Oh, ganz oben drauf mal auf dem Bild. Ein paar Mal, weil das Bild wird niemand reinigen. Sag mal. Das ist total krank. Auch hier auf der Glasablage, ne? Also kauft euch dieses Luftding, denn die Filter ungefähr im Prinzip alle halbe Jahr mal wechseln unten Das war von meinem Kugelschreiber. von einem Kugelschreiber. Jetzt einmal im Jahr haben wir jetzt den Filter mal getauscht. Okay. Ja. Gut, aber wenn die Luftansaugung draußen ist, ja noch ein Grobfilter, glaube ich, wo die Hauptansaugung ist. Der ist aber auch mal zu tauschen, oder? Ja, Oder auszublasen. Das hat, glaube ich, ein höherer Intervall. Ja. Ja, muss man jetzt nicht jedes Jahr machen. Cool. Wie ist es mit der Einsparung? Gibt es da Probleme dann mit der Dämmung oder mit der Wand? Oder Überhaupt nicht. Da kann ich die Wand wieder vorziehen zur Not. Ach so. Dann ist halt, da wo man sieht, wo die Einsparung aufhört, ist dann die ursprüngliche Ja, Wand. ja. Dann baue ich das ein bisschen nach vorne. Ist natürlich optisch, ist das ein echtes Highlight, oder? Richtig, man schafft so viel Stauraum. Ja, und den Platz brauchst du ja eh, ob du da ein Nachtschränkchen stehen hast Genau. oder noch ein Regal. Ja. Was ich total klasse ist, Stoßen kann. ja, guck mal hier. Das heißt, du kannst mit einem Staubsauger, nee, Staubsaugen muss man ja nicht. Ist ja, Ja, ab und zu schon mal, aber man stößt sich zumindest nicht die Zehen an irgendwelchen herausstehenden, unnötigen Möbeln. aber allein schon die Tatsache, dass du hier nicht, dass du nicht so oft putzen musst, ja, das ist Ey, das wäre für mich halt echt ein Game-Changer. jede Woche Boden putzen, alles abwischen, Staub und so weiter. ist kostbar, dann lieber mit der Familie. Die Zeit Ja. so wie zu putzen. Klar, es sollte hier Staub drin sein, die geht ja wieder durch die Filteranlage, wird sie wieder abgesaugt. Heißt, auch wenn ich hier aufmache, da kommt irgendwas rein. Okay, ich habe es verstanden. Also ihr habt es, glaube ich, auch verstanden. Alles wird gefiltert. Und das ist heute Standard. Das ist jetzt keine Extra, sondern so baut ihr alle Häuser. Genau, so bauen wir die auf. Das ist so das Standardprogramm, ja. Und das sind dann auch diese Genau. Filter. Gibt es auch verschiedene Optionen, ob das jetzt rot Da darf ich das mal sehen, so ein Ding drin. Ja, gern. Mal, kannst du hochheben, oder? So, mit beiden Händen. Das ist so ein Filter. Da ist halt ein bisschen Dreck mit drin, aber das. Gut, das macht der Luft ja nichts. So, Genau, und dann, richtig. und da wird die Luft angesaugt. Ja, Okay. kommt Luft rein. Da kommt die Luft rein. Frische Luft, ja. Frische Luft. So. Jetzt wieder drauf.
Das ist der Vorführeffekt. Okay. So, da werden jetzt einige Leute sagen, die waren nicht ganz rund abgeschnitten. Gut, A, sieht man es nicht. Aber B, muss man sagen, dafür sind ja die Bauleute da, wenn man denen auch mal ein Brötchen mitbringt, einen Kaffee, Mittagessen stellt. Oder zum Feierabend noch mal eine Flasche Bier. Genau, also das sind ganz normale Handwerker wie alle anderen auch. Genau. Ja. Wie ist denn das, wenn der Kunde unterschrieben hat? Bist du denn dann los oder kommt der schon mal nochmal zu dir? Nee, also wir betreuen in der Regel unsere Kunden immer Bis zur Übergabe? eigentlich bis zum Einzug sogar, Ja. auch über die Ausbauphasen hinweg. Es entstehen immer wieder mal Fragen oder die Leute erreichen jetzt im Augenblick den Bauleiter nicht, dann rufen sie bei uns an. Also Ihr seid der Ansprechpartner. zumal, dass wir halt auch sehr gerne die Tag der offenen Tür bei den Kunden machen, sind wir eben sehr, sehr lange, sehr nah am Kunde dran. Was krass ist, so die 70er, da gab es ja diese Fertighäuser, wo alle Gräuel davor hatten, dass sie hat mit dem ja nichts mehr zu tun. Trotzdem hält sich's hartnäckig bei den Älteren, oder? Ja, das ist so ein Klischee, das steckt halt in den Köpfen drin teilweise, aber ich habe selbst 89 das erste Mal mit Massa gebaut. Ja. Und durfte von da an die Entwicklung von den Wasserhäusern wirklich mal miterleben und es ist Da warst du 13, ja. ganz wenig drüber. Also hast du erstmal gebaut, das heißt, klar, da ist natürlich, das Thema ist auch natürlich die Qualitätskontrolle, aber auch durch diese CNC-Technik könnt ihr so genau fertigen. Alles ist auf, ich glaube, Millimeter ist schon groß, oder? Ja, Ja. das ist im Zehntelbereich. Darf ich mal hier gucken in so eine Ecke rein, dass ich die Zagenverarbeitung, also das ist in Ordnung. Gut, ihr kauft das ganze Zeug ja auch in Mengen ein. Ihr seid ja wichtig auch für die Lieferanten. Das heißt, die geben euch ja dann gute Qualität. Habt ihr denn in der Pandemie genug Türen bekommen und Fenster? Ja. Ja. Wir haben das große Glück, weil wir sehr große Absatzmengen haben. Wir sind natürlich die Preissteigerung mit den Lieferanten mitgegangen, aber konnten uns dadurch auch die Lieferkette sichern. Das Holz ist jetzt ein bisschen günstiger geworden, habe ich gehört. ja, minimal. Ja. Wirkt sich jetzt aber nicht wirklich drastisch aus. So, habe ich jetzt gehört. Also Holz wäre jetzt wieder nicht mehr so teuer, wie es mal war. Aber das ist ja auch verzögert, weil ihr habt ja wahrscheinlich ein Lager. Ihr schlagt selber ein bei euch in der Region, wo ihr baut? Nein, unsere Hölzer kommen hauptsächlich aus dem Bereich Schwarzwald. Und die Produktion ist ja oben im Hunsrück in Simmern. In Simmern. Simmern, genau. Okay, wir kommen aus dem Saarland. Wir können ja mal gucken. Vielleicht dürfen wir mal zuschauen, wie sowas gebaut wird. Das ist der Können wir gerne anfragen. Wir fragen mal an. Sicherheit. So, ist ja so. So, ich guck mal gerade. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen mal raus. Haben wir alles gesehen hier oben? Ich glaube ja. Riesenbunker, hätte ich fast gesagt. Aber bei so viel Licht kann man davon gar nicht sprechen. Also es ist wirklich ein sehr luftiges, schönes, großes Haus, bei dem ich schon wieder mal sagen würde, ja, wenn ihr es mir da hinbauen würdet, würde ich es doch nehmen. Aber ich sage mal ganz ehrlich, manchmal kann man sich den Grundriss ja auch einfach mal so übernehmen und sich ein bisschen mal ans Haus anpassen, oder? Das ist E-Bikes, wo würdest du die hinmachen? E-Bikes? Ja. Ich fahre noch Normalfahrrad. Wenn du welche hättest. Achso, wo ich dich hinmachen würde? Ja. In den Die sind ja teuer Technikraum. Oder in die Garage. Die Garage. Hobbyraum, könnt ihr sowas realisieren? Ja, natürlich. Wo würdest du das machen, ohne Keller? Entweder hier, da mal jetzt nochmal 2 Büros, ein Hobbyraum entstehe, oder halt wirklich eine größere Garage dazu planen. Genau, ihr könnt die dazu planen in der gleichen Optik. Genau, richtig. Cool. Oder die Technik nach außen. Technik nach außen setzen. Okay, verstehe. So, komm, wir gehen nochmal raus, dass wir das mal sehen. Das sind übrigens eure Mitarbeiter, die alle da sind. Helden des Alltags, muss man sagen. Alle, sag mal, du bist noch so jung. Gab es da schon mal ein Tränchen bei der Übergabe? Ja, schon. Also sag mal, das Schönste bei uns im Moment ist immer, wenn dann der Kunde das Haus wirklich bekommt. Das ist so, eigentlich, darauf arbeiten wir eigentlich immer hin. Das ist so das, was sich am meisten lohnt hier in dem Beruf. Du kriegst ja jetzt auch bald ein Kind, hast eine Frau. Habt ihr euch auch schon überlegt, jetzt mit euch Wir zu sind schon ein bauen? bisschen in der Planung drin, der Bauplatz dazu, dann suchen wir gerade noch, dass wir sagen, ach klar, wir wollen in der Nähe von der Familie bleiben, da muss erstmal der passende Bauplatz hin. Ich wollte mich gerade sagen, das Gehalt spielt ja, also hier mal verdient ja wahrscheinlich im Häuserverkauf sich unglaublich, oder? Man kann nicht klagen. Ja, das ist so. Ja. Echt? Ja. Sollte ich wechseln? Möglich? Aber es sieht so easy aus. Ihr arbeitet Samstag, ihr arbeitet Sonntag, ihr wechselt euch ab, ihr seid erreichbar. Manchmal ruft der Kunde auch mal nach 8 Uhr an, weil ja, das ist so, ich meine, das ist so. Dann ist auch so, ihr hattet gute Jahre, jetzt wird es ein bisschen ruhiger, muss man sagen, durch Zinsen und Co. Merkt ihr das ein bisschen? Minimal merken wir es, klar, es wird ein bisschen weniger, wobei, ja, so
Wir hatten gerade gestern Meeting. Wohnen auch, ne? Ja, eben, der Wohnraum wird gebraucht und wir hatten gerade gestern Meeting und wir stehen voll in den Sollzahlen. Also es gibt keinen Grund zu jammern. Der Wohnraum wird gebraucht. Okay. Mach mal bitte auf. Dann zeige ich mal. Simmons & Foster habt ihr hier drauf gemacht. Tolles System, das heißt, auf die Türen passt. Da haben wir selber auch im Einsatz. Das ist mit so einem Chipsystem. Das heißt, das Kind kann einen Chip kriegen. Ja, das kann ihr nachmachen. Piepst es zweimal, dann kann ich das auf und zudrehen. Man kann die Haustür aber auch über Smart Home vernetzen. Das würde gehen. Ja, auf jeden Fall. So, ich zeig mal gerade. Das Einzige, was mich stört, ist euer Name, ist Massa. Weil das klingt so, weißt du, das klingt so günstig. Gut, die 99.999. Auch da könnte der Kunde den Eindruck kriegen, ihr spart an Qualität. Aber so, das heißt, das 99.999 Haus ist jetzt nicht billiger gefertigt wie das hier. Nein. Das kommt vom gleichen Band. Genau, die Qualität ist immer die gleiche. Es gibt keine unterschiedlichen Qualitäten, es gibt keine unterschiedlichen Materialien. Die Fertigung ist immer in Zimmern, also da gibt es keine Unterschiede. Cool. Ja, so, dann sag mal deinen vollen Vor- und Zunamen. Ganter Philipp. Nochmal? Ganter Philipp. Philipp Ganter. Genau. Philipp Ganter. Ja. So, wie kann ich dich erreichen? Hier in Mannheim? Ja, richtig. Oder halt telefonisch, per Mail, alles möglich. Alles klar. Philipp Ganter. Also wenn ihr ein Haus bei Massa kauft, dann kauft es bei Philipp Ganter oder bei einem von den anderen Kollegen. Ja. So, du hast echt gut gemacht. Ja. Dankeschön. Kfz-Mechatroniker, aber ich muss echt sagen, du hast deinen Beruf gefunden, oder? Auf jeden Fall. Ich bin hier angekommen, ich habe jetzt am 1. März hier mein 2-jähriges und bin ultra glücklich damit. Ja, und das Ganze staubfrei. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Ciao.